Zuerst muss man mal wissen, was ist denn die Ursache der Beschwerde. Wieso hat es eine Gelenkschmerzen? Wieso ist das Knie instabil? Wenn man das super untersucht hat und analysiert hat, dann kann man die möglichen Therapieformen empfehlen. Das kann konservativ sein, aber das kann auch operativ sein. Es ist natürlich schon so, wenn eine Person jünger ist oder einfach noch keine Zeit hat, so eine Operation, dann empfiehlt man eher die konservativen Therapieformen zuerst. Aber es ist natürlich eine individuelle Sache und das muss man halt von Fall zu Fall abklären. Je besser der Patient informiert ist, was das Problem ist, wieso er die Schmerzen hat oder die Unsicherheit, desto besser versteht er, wieso man gewisse Therapieformen empfiehlt oder welche unterschiedliche Formen es gibt und welche Vor- und Nachteile die haben. Je besser er informiert ist, desto besser kann er mitmachen und desto besser ist Erfolgschance da. Und das ist natürlich eine individuelle Sache und da tun wir natürlich Patienten sehr gerne beraten, behandeln und unterstützen. Konservative Therapie gibt den Vorteil, dass immer noch das eigene Knie ist. Es ist nichts passiert, aber man hat gewisse Therapien versucht und der Patient kann selber schauen, wie wirksam das ist. Es braucht einfach Geduld, er muss auch mitmachen und wenn er das will und Zeit hat, dann gibt es einen positiven Effekt, der die Linderung der Arthrosenschmerzen bewirken kann. Das sind verschiedene Ansätze, die der Patient machen muss. Einerseits eben zum Beispiel Gewichtsreduktion oder aufs Gewicht achten, dann die Ernährung umstellen, dass er sich gesund ernährt. Dann natürlich Medikamente einnehmen, wie entzündungshemmende Medikamente, wenn eine Entzündung im Gelenk ist. Und vor allem die knorpelunterstützenden Mittel nehmen, dass der Knorpel widerstandsfähiger wird. Dann die Physiotherapie machen, weiterhin das Gelenk brauchen, bewegen, dass die Muskulatur aufgebaut wird, sonst eine gewisse Stabilität gibt. Eventuell muss er halt dann Stützen haben, Einlagen. Und am Schluss gibt es immer noch die Möglichkeit mit den Spritzen. Da kennen die meisten Cortisonspritzen. Dann gibt es eben auch Hyaluronspritzen, Eigenblut. Und das, was ich bevorzuge, ist die Matrixspritze. Es gibt schon gewisse Regeln, die man beachten kann, aber schlussendlich ist das immer eine individuelle Sache. Und wichtig ist wirklich auch, dass man den Patienten auch weiter betreut und schaut, machen die konservative Therapie einen Erfolg. Und dann kann man miteinander entscheiden, jetzt muss man vielleicht einen Schritt weitergehen. Aber es ist natürlich schon so, wenn einer vielleicht jetzt schon ein halbes Jahr lang versucht, mit konservativen Mitteln eine gewisse Verbesserung zu verbringen und es kommt nicht weiter und hat immer noch Schmerzen, dann ist wahrscheinlich auch ein Zeitpunkt, weiter daran zu denken für den nächsten Schritt, sprich eine Operation. Oder wenn ein Patient aus familiären und beruflichen Gründen vielleicht das einfach nicht kann und sagt, es geht nicht, dass man dann eher auch sagt, dann macht man halt dann gewisse Operationen. Es gibt auch Patienten, die einfach Angst haben vor der Operation und sagen, ich will jetzt einfach nicht oder ich bin nicht sicher. Dann kann natürlich so eine konservative Therapie auch sehr gut helfen und eine gewisse Zeit gewinnen, dass er schauen kann, bringt man das? Und wenn das nicht bringt, dann weiss er, das ist der nächste Schritt und dann gibt es einen guten Erfolg. Konservative Therapieformen gibt es natürlich unterschiedliche. Einerseits kann natürlich der Patient viel beitragen, wie Gewichtsreduktion, dann die Ernährung anpassen, dann auch bewegen, auch wenn er Schmerzen hat, dann die Übungen durchführen vom Physiotherapeut, vielleicht gewisse Hilfsmittel nehmen, wie Kniebandagen oder Einlagen. Und dann kommen natürlich auch eben die Spritzen. Und die beste Erfahrung habe ich natürlich gemacht mit der Matrixspritze. Das ist das, was ich meinen Kunden empfehle. Matrixspritzen ist eine Kombination für Eigenblut und Hyaluron. Wenn Knieschmerzen die Lebensqualität immer weiter einschränkt, dann ist sicher ein richtiger Zeitpunkt, mal zu einem Facharzt zu gehen, um das mal abzuklären zu lassen. Heutzutage gibt es so viele Therapiemöglichkeiten, vor allem auch konservative, die die Lebensqualität deutlich verbessern kann. Gemeinsam kann man eine gute Lösung finden.